And the blood still cleanses hearts of sin. It's still no matter what we face. And this morning, what a beautiful, beautiful privilege to be. Ik ben pastor Henry Hildebrandt. Dus ik wil jullie hier een klein beetje meedelen met waar we nu zijn. We zijn hier in Aylmer, Ontario, krijgt bij onze kerk, krijgt bij half hier. En hadden gestern war eine Versammlung gehad, die sind neugierig zu weten, was es zu tun hat. Gestern halb 11 Morgens war er. Die hat gestern nicht wieder irgendwas gegeben, nicht wieder aus den Plätzen fuhren einmal vorbei. Aber haben uns nicht irgendwas gesagt, nicht irgendwas getan. Sie sagen, sie dann wieder ohne Segen. Sollen es wie sagen, bestraft worden oder nicht. Bei so wird es aber nicht bestraft worden, haben uns nicht gesagt, dass wir was schuldig sind oder was immer. Aber muss sein, wird es wieder was gehen. So, gestern haben wir einen wunderbaren Gottesdienst hier. Wir waren versammelt. Freuen uns sehr, hier zu sein. Daljas gekommen, wir gestern auch noch. Und wir haben natürlich abgestaubt beim Sein. Und weiten Leuten, dort Visitors werden willkommen. Besucher können wirklich auch kommen, wenn sie wollen. Und was uns besonders sehr abrecht, oder was mir sehr wichtig ist, ich will Ihnen ein klein gewesen und das sehen, was wir hier an der rechten Seite hier haben. So, wenn ihr hier gucken down, das ist ein Mann hat das hier gemalt, das Bild stimmt mir sehr mit, was er hier sagt. So, dort an der Seite, du sagst, das schnappst du es ab. Nächste wie ist das Abortionklinik, dort meint du, wo sie die kleinen Kinder, die geboren sind, wo sie die auftrieben, wo sie die Tod merken, dort ist alles ab. Und dann als letztes wisst ihr hier, die Kirche, das ist Tau. Und durch die Kirche, da steht der Priester und merkt sicher, dass er Tau ist. Das ist bei mir, was bitte, ihr wollt jetzt sagen, wichtig. Wo jeder, wie wir durchgekommen sind. Erst einmal am Sonntagsmorgens, wie keine Frau über. Sonntag, dort meinen wir alle in der Kirche. Sinnliche Kleider antragen, so, nu freuen wir uns alle, nu fahren wir in die Kirche. Sturz wie ein Tau, nu fahren wir in die Kirche. Und nu von der ersten Tag, nu sagen wir, was ich dort gedreht habe. Man einmal war den Sturz am Sonntag abgemerkt, und Kirche wieder ihn auch ab, so schafft alle. Und nu sagen wir 2020, nu sagen wir was hier, nu sagen wir Sonntagsmorgens, Sturz ab, und die Kirche ist Tau. Das, was mir was sagt, wo sind wir angekommen mit das, was wollen wir mit das? Wir sollen als Kinder Gottes abstehen und sagen, weißt du was, das geht nicht. Kriegst du zu der Bibelzeit abstehen, kriegst du zu Daniel dort, als du zu Daniel sehen, weißt du, du kostet da dich dir, kostet du nicht beten. Und dann von da wieder, dann kostet du weiter beten, aber da dich dir nicht. Du tag Daniel nicht nur. Ich soll nicht beten, sonst jaftet nicht. Der bet wieder, sagt der bet wieder. Kriegst du fertig hat, Fernsehfenster, du bet, er sich in Jerusalem gedreht, kriegst du fertig, wie du warst. Nu noch ein Klimat sagen, was wir gestern Morgens hier hatten. So, die Botschaft hier über David in den Ries Goliat. Und wir checken von der und unserer Zeit, das Abfallen, wo sehr dort wird belegnen, wie was von der und unserer Zeit ist. So, der Ries Goliat, der stand ab und der sagt, wer ist du, mag das Volk Israel? Wer ist du, wer will je mich gehen? Und für, ich glaube, das seht ihr, für 40 Tage steht der Ries, der immer war frisch, und das Volk Israel dort gerührt sich. Wo will wir je in diesen Mensch gehen? Wo will wir je in das gehen, was der ist? Und dann einmal kommt David daheim, David erstmal ein bisschen nahe, mit so einem Hortsjungen, der eine Schub abhossen hat, kommt der daheim, und dann sagt er, was ist das für ein Mensch, was er so reden hat, gegen das Volk Gottes? Wo kann die Menschen dort reden? Und dann befragt er sich dort, was wollen wir mit den Menschen tun, wer je in diesem was gehen kann? Und ich glaube, wie ich so sage, dass David sich so sehr interessiert, was er würde verkriegen und er würde gehen. Aber David, den dort so dumm am Hort, wo kann das Mensch so gegen Gott sein Volk, gegen die Christen reden? Wo geht das bloß? Und schließlich von Geduld von der Reden, und sie da, was den interessiert dort, der will durch jeden gehen. Und was soll dort an, soll wir die kennen, und soll sie, die kostet nicht jeden das gehen. Und weißt du, was kraxefall wie von der schon nach einmal, wir denken so, wir kennen nicht, wir sind nicht imstande, jeden das zu gehen. Warum nicht? Und dann sagt David, weißt du was? Ich habe all den Leib in den Bohr, wenn ich mir einen Schub wegnehmen, und ich kann gewinnen gehen, ich kann das tun. Wo kann ich das uthellen, dass das Mann so lastern das? Wo geht das? Und für uns würde von der ersten Tag so sein. Wo kann ich bloß nicht tun und dann sagen, ich merke was toll, und die Menschen sagen, du, das bloß ab für ihr. Aber die Sache ist, wie lang ist das für ihr? Und wann kann ich was treten an? Ich sage, dann weil wir nur anfangen und dann dort, was wir können. Wie ist das schon gesagt, was du jeden ist, dass wir nicht hier sein.
En David de jenk, en dan probeeren ze aan nach de Armee aan te merken, dat ganze wat hij daar, dat alles aantrekt, dat hij zal geen in reis kan gaan. Wat David zegt, weet je wat, ik kan gaan. Laat me bloos zo gaan zoals ik zijn. Laat me bloos zo gaan zoals ik zijn. Hij nam zich zijn slingel en nam zich de steinen en dan zei hij zo, ik ga im Namen des Herrn, ga ik van jou. En wie weet nog alle die Geschichten einnamen. Het is herrlich te zijn, wo den dag kreeg Israël waar den Sieg. En weet je wat, lieve Brüder, lieve Zestern, wo immer je zijn, über ganz Kanada, über de ganze Welt, waar we als Christen uns einig zijn, waar we opstaan, wir haben nichts zu verlieren. Gott ist auf uns Seite, weil wir tun, was das braucht, dass Menschen, die kein Help kriegen, wie es die Kirche, der ist wichtig, die Gemeinde, der ist wichtig. Nicht die Stören, die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir brauchen das Gäste, das in Wirklichkeit das ist wichtiger als alles andere. So, ich freue mich für die Gelegenheit, was wir haben. Ich hasse kein Mensch, ich bin kein einzelnen Mensch, aber ich bin jeden das System, was uns will diese Religionsfreiheit wegnehmen. Und wir haben das, Gott hat uns das Verreich gegeben, Menschen haben dafür ihr Leben gegeben, das gebe ich nicht so hastig ab. Möchte Gott uns helfen, dort zu sein, was wir sollen sein in dieser Zeit. Amen.